Hallo meine Freunde, ich bin Sevenaik. Willkommen zu Sherlock Holmes Crimes&Punishment. Ihr erlebt hier eine Aufzeichnung aus meinem Livestream, aufgeteilt in 20 Minuten Episoden. Wenn ihr bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein wollt, findet ihr mich unter www.twitch.tv Sevenaik. Ich wünsche euch viel Spaß bei folgendem Video. Warte. Er ist von Dundee nach Hammerfest. Dundee. Nach Hammerfest. Hammerfest. It's a whaling map. Und dann nach Norden auf Walfang. Ich glaube, damit haben wir hier alles. Oder gibt es noch irgendwas, was wir... Flasche und dergleichen haben wir auf jeden Fall untersucht. Peter Carey hat es auch gut erwischt. Und natürlich können wir mit B, das kann ich auch mal zeigen. Hier sind die Hinweise. Und da können wir dann immer zwei Hinweise kombinieren. Und wenn sich das ausgeht, dann schlussfolgern wir irgendwann. Ha. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Okay, also ein möglicher Plan ist, dass wir uns hier jemand auflauern, der versucht einzubrechen. Wir suchen ein Versteck. Das werden wir bestimmt noch finden. Walzähne sind auf jeden Fall auch cool. Okay. Also das Boot da. Bei Lestrade kann uns das sicherlich helfen. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Gut, wir werden hier einem auflauern, aber vermutlich haben wir noch ein bisschen was zu erforschen. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Hier können wir ja mal gucken. Spuren. Spurabdrücke. Sind die jetzt Größe 8, dann passen sie zu Carey. Gucken wir. Definitiv. These boots don't match the footprints. Nicht. Aber größer. These footprints appear to be quite large. Also größer als Carey. Das heißt auf jeden Fall nicht seine Frau. Auf der anderen Seite unglückliche Ehe und sowas. Das hier eignet sich zum Auflauern, würde ich sagen. Da bin ich definitiv auf der Lauer. Wir können auch rennen, das ist ganz angenehm. Aber das ist ja unsherlockig. This looks like the perfect hiding place. Okay, dann lauern wir mal. Wir lauern. Wir lauern. Bei Nacht. Wir lauern möglichst unauffällig, wie sich das gehört. Shh! Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Na dann. Police! Hold it right there!
Genau, bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Wir sind die Polizei! Wen haben wir denn jetzt? Die sind... All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Natürlich. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough! You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Okay, dann haben wir eine Befragung vor uns. Dann schauen wir mal, wohin uns unsere Kutsche fährt. Das Notizbuch sagt uns, wir müssen noch rausfinden, was da verborgen ist. Wir müssen noch nach dem Garten müssen wir auch schauen. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Scotland Yard. Auf geht's. Auf geht's nach Scotland Yard. Wanted, wanted, wanted. Mr. Holmes? Das bin ich. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Dann gehen wir wohl zuerst in die Asservatenkammer. Da sind wir ja neugierig. Hier, John Wilkes. John A. Woodward. Look for him. Er ist noch hier. Missing. Diamond Earring. 500 Pfund. Donald Smith Perry wird auch gesucht. Okay, was ist los? Mr. Holmes? Den hier. To den Evidence Room. Staff Room. Evidence Room. Da wollen wir hin. Wir wollen uns zuerst die Beweise anschauen. Die sind... Keiner... Naja. Nelligan. These are the suspect's belongings. J.H. Nelligan, okay. Von ihm ist The das notebook Notizbuch. that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Ah ja, genau. Da... Peter... Kein Peter dabei, oder? Nee. These abbreviations... A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Genau. A handkerchief with the initials JHN. Ding. Ja. From R. Dawson to my friend and partner. And partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Okay, dann müssen wir nachschlagen. Haben wir noch? Dann wollen wir mal mit Mr. Nelligan sprechen. Das ist Bathroom, da wollen wir nicht hin. Interrogation. Inspektor Lestrade, wollen wir ihn treffen? Da ist die Leichenhalle, dann gehen wir zu Lestrade. Lestrade, Mensch! Interrogation Room, ist der da hinten? Aber ist Engländer machen die Tür hinter sich zu. Genau, Tür zu. Weiter geht's. Interrogation Room. Da ist er, der Kleine.
John Nelligan. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Okay. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Okay. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Mit Gravur. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Wir können ihn genauer anschauen. Blicken. Jetzt darauf hinweist, dass es ein armer Schlucker ist. Haben wir auch schon weg. Keine Knöpfe. Noch. Hornhaut an den Fingern. Körperliche Arbeiten. Haben. Kurze Ärmel. Dünner Hals. Irgendwas fehlt noch. Was haben wir übersehen? Wo ist uns unser Blick? Teurer Stoff. Wem gehört der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Der Ring gehört mir. Das haben wir doch schon mal wo gehört. Damals auch nicht gut ausgegangen. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Ja. Also, was haben wir denn? Schnell gehandelt, aufgespielt an der Wand. Daraus schlussfolgern wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune werfen kann. Ja, genau. Wir spießen jetzt jemand experimentell an der Wand auf. Das ist genau unser Ding. Stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Das können wir. Wir finden jetzt raus, ob wir... What am I doing here? I've done nothing wrong. Das sehen wir dann.
Wir finden mal raus, ob wir jemanden mit einer Harpune aufspielen können. Locked. Wo ist Lestrade jetzt schon wieder hin? Unterwegs. Lestrade. At your service, Mr. Holmes. Also, wir fahren nach Hause, Baker Street, und gehen Watson ein bisschen auf die Nerven. Finden raus, wie schwer es ist, jemand zu harpunieren. Wollte ich eh schon immer mal wissen. Eigentlich nicht, aber das ist so Wissen, das kann man immer brauchen. Falls man mal eine Harpune hat und jemanden, der es verdient hat. Ah, die haben auf jeden Fall gut aufgeräumt. Also Watson. Helfen Sie mir mal. A spot of whaling, Watson? Would you care to take part? Are you serious? No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Well, thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Okay. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Okay. Aber wir wollten ja auch noch den Namen im Archiv nachschlagen. Da war noch was. Dawson war der Name, ne? Ach, Dawson. Genau. (1883). Dawson und Nelligan pleite. Dawson und Nelligan. Investmentfonds pleite. Nelligan verschwunden. Regionale Bank mit Sitz in Cornwall hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet. Wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England. Okay. Nelligan ist spurlos verschwunden. Mit dem Schiff. Okay. Here it is. Das Now I klingt. begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Okay. Also, wir brauchen eine Harpune, ein Schwein und, naja. My archive. I can always Und ein Metzger. Also, wir holen uns zuerst die Harpune. Sagen. Auf geht's. Wie sich das gehört, ein echter Detektiv braucht eine Harpune. So, wo ist unsere Harpune? Ich wollte auch nochmal bei der Miss danach, Ex-Miss, nachfragen wegen dem Garten, ob den Gärtner hat. Der Gärtner ist immer der Täter. Ich bin immer noch der Meinung, der Gärtner war's. That should do it. Now I am ready for the experiment. Aber wir fragen erstmal bei der Lady da oben noch nach. Wir beeilen uns auch. Haben es ja ein bisschen eilig. Ich meine, die gute Dame wird nicht jünger. Vielleicht weiß sie was wegen dem Garten. Wer ist der Gärtner? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be.
but he hadn't smoked in a very long time. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Okay. Das erklärt Thank you, einiges. madam. Jemand hat die Unterlagen gestohlen. Wir können wieder was schlussfolgern. Okay, also fehlende... Was? Woraus können wir was schlussfolgern? Aus der fehlenden Blechkiste offensichtlich nicht. Notizbuch hat was mit den Einbrüchen zu tun. Das wissen wir. Okay. Wollte er das Notizbuch holen? Was haben wir noch für Hinweise? Relativ viel. Aber wir wollen jetzt ein Schwein harpunieren. Dazu brauchen wir offensichtlich ein Schwein. Eine Harpune. Harpune haben wir. Jetzt ist Zeit fürs Schwein. Ach, Mr. Holmes, wir freuen uns. Ach, nicht ins Menü, wir wollen hier. An dieser Stelle endet nun unser Video. Haltet die Spannung, denn in der nächsten Folge geht es direkt an selber Stelle weiter. Wir sehen uns dort dann hoffentlich auch wieder. Tschüss, bis dann.